Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Nicoles Aktiensteckbriefen. Ich helfe euch, Unternehmen zu verstehen und Aktien zu entdecken. Und heute nehme ich euch wieder mit auf meine Reise nach Japan, indem wir die Itochu auseinandernehmen und schauen, wie profitabel sie wirtschaften, welche Belohnung dabei für uns als Aktionäre herausspringt, würden wir investieren, wie sicher ein Investment wäre, wie die Aktionäre das Unternehmen aktuell bewerten am Markt. Und zu guter Letzt werde ich euch noch die Itochu mit Konkurrenten vergleichen und ganz am Ende eine SWOT-Analyse durchführen über Chancen, Stärken, Schwächen und Risiken. Ich bin Nicole, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dann lasst uns mal starten mit der Betrachtung der Profitabilität. Itochu konnte ihren Umsatz in den letzten Jahren steigern. Besonders zwischen den Jahren 2020 und 2023. Seitdem sind wir auf einem recht hohen Niveau. Und die Steigerungen sind nicht mehr ganz so stark ausgefallen. Auch der Nettogewinn ist natürlich gestiegen, bewegt sich hier aber auch aktuell eher in einem Seitwärtstrend und die Nettogewinnmarge liegt dabei bei ungefähr 5%. Im letzten Geschäftsjahr 24/25 lag sie bei 5,98, sogar bei 6%. Man muss dazu sagen, dass das Geschäftsjahr bei der Itochu immer von April bis März geht. Und wenn man der Prognose von Market Screener hier Glauben schenken möchte, dann erwarten wir auch weitere Umsatzsteigerungen in den nächsten Jahren. Ja, die Eigenkapitalrendite, die ist für mich immer eine sehr wichtige KPI, weil sie aussagt, wie gut das Unternehmen darin ist, das von mir als Aktionär ein Eigenkapital an das Unternehmen getragene Kapital auch in Gewinne umsetzen kann, um aus dem Eigenkapital halt Gewinne zu erwirtschaften. Und bei der Itochu liegt die Eigenkapitalrendite bei knapp 15% in der Zeit. Und der Trend zeigt auch eher in eine Seitwärtsrichtung. Der Return on Invested Capital oder auch ROIC genannt, der betrachtet sowohl das Eigenkapital als auch das Fremdkapital und nimmt daraus den Teil des Kapitals, der für den operativen Betrieb auch eingesetzt wird und damit arbeitet. Und der ROIC, der zeigt hier ebenfalls eine Seitwärtstendenz und liegt aktuell bei unter 10%. Das finde ich jetzt nicht so übermäßig berauschend. Denn wenn 1 Euro zum Arbeiten eingesetzt wird, kommen dabei noch nicht mal 10 Cent Gewinn bei raus. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wie viel Belohnung wir als Aktionäre für ein Investment in die Itochu bekommen. Schauen wir als erstes auf die Dividende bzw. auf die Dividendenpolitik. Die Dividenden sind die letzten Jahre Jahr für Jahr stetig gestiegen und ganz besonders ab dem Jahr 2022 waren die Erhöhungen nochmal viel stärker als davor. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 200 Yen ausgeschüttet werden pro Aktie und das Ganze aufgeteilt auf 2 Ausschüttungen. Also die Itochu schüttet immer im Juni und im Dezember aus. Das Ex-Datum dafür ist jedoch schon immer 3 Monate im Voraus. Das heißt, man muss schon im März investiert sein, um im Juni die Dividende zu bekommen und im September investiert sein, um im Dezember die Dividende zu bekommen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt im Forecast für diese 200 Yen pro Aktie bei 2,69% zurzeit. Ja, über das Dividendenwachstum, da kann sich Warren Buffett auch freuen, denn er ist auch mit seiner Berkshire Hathaway an dem Unternehmen beteiligt. Denn seit einem Jahr hat die Itochu die Dividende um 25% angehoben. Auf die letzten 5 Jahre im Schnitt 19,8, also fast 20% pro Jahr im Schnitt. Und auf die letzten 10 Jahre pro Jahr im Schnitt um 15,4%. Das sind echt gute Steigerungen. Das heißt, wenn das so weiterginge und man diese Steigerungen auch weiterhin prognostiziert und dann noch auf die aktuelle Dividende von schon 2,69% bezieht, da kann man wirklich eine ordentliche persönliche Dividende auch erfahren, wenn man dort einige Jahre investiert bleibt. Was ich schön finde bei der Itochu, dass sie wirklich eine gute Dividendenpolitik haben. Sie haben das Ausschütten der Dividenden in ihrer Strategie auch festgehalten und streben an, immer zwischen 40% und 50% des Gewinns auch auszuschütten. Im letzten Jahr waren sie darunter, sie waren bei 36% und deswegen haben sie jetzt auch die Dividende kräftig angehoben um diese 25%, damit sie in der Range drin liegen. Und auch für das folgende Jahr, Geschäftsjahr 25/26, streben sie an, mindestens diese 200 Yen auch auszuschütten. Abhängig natürlich vom Gewinn, aber es wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder mehr werden als diese 200. Das ist nur eine Mindestangabe. Ja, wenn die 36% Payout ausgeschüttet wurden, wie die aus dem letzten Geschäftsjahr, dann wandern ja die restlichen 64% zurück in das Eigenkapital.
Und nun betrachten wir die nachhaltige Wachstumsrate, die sagt nämlich aus, wie gut die Itochu diese 64%, die vom Gewinn übrig bleiben und dann zusammen das Eigenkapital bilden, wie gut das Eigenkapital dann eingesetzt werden kann, um aus eigenen Mitteln zu wachsen, ohne Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Und diese nachhaltige Wachstumsrate oder auch Sustainable Growth Rate genannt, liegt bei 11,5% zurzeit. Das heißt, die Itochu hätte die Chance, jedes Jahr um 11,5% mit eigenen Mitteln inkrementell zu wachsen. Ja, richtig gut gefällt mir auch die Aktienrückkaufpolitik, denn auch hier strebt die Itochu wiederkehrende Aktienrückkäufe an und zuletzt um 170 Milliarden Yen. Man sieht auch hier auf dem Chart, dass wirklich Jahr für Jahr immer wieder die eigenen Aktien zurückgekauft wurden und das ist deswegen besonders gut, weil dadurch halt die Anzahl der ausstehenden Aktien am Markt immer geringer wird und damit die Anteile, die wir selbst besitzen, natürlich im Verhältnis mehr wert werden. Das führt dann im Folgenden auch meistens zu Kursanstiegen, weil die eigenen Aktien natürlich auch mehr wert werden. Und den Kursverlauf sieht man jetzt hier auf der rechten Seite. Der zeigt auch eindeutig schön von links unten nach rechts oben, Tendenz nach oben steigend. Der reine Kursverlauf, also ohne Dividenden, hätten in den letzten 5 Jahren eine Rendite von 215,9% eingebracht und mit Dividenden eingerechnet hätte man eine Rendite von 245,6% auf die letzten 5 Jahre erwirtschaftet. Wenn man die 10-Jahres-Betrachtung hinzuzieht, dann sieht man noch ein wenig schönere Zahlen, denn auf 10 Jahre hätten wir ohne Dividende eine Rendite von 357,5% erwirtschaftet und mit Dividenden sogar 421,5%. Wenn ich also im Jahr 2015 10.000 Euro in die Itochu investiert hätte, wären das heute 52.150 Euro wert. So, jetzt haben wir ja gesehen, wie gut die Itochu selber wirtschaftet und wie sie uns als Aktionäre auch belohnt durch Renditen. Schauen wir doch mal, wie sicher überhaupt das Investment in die Itochu wäre. Gibt es denn da Fallstricke? Ja, die Verschuldung ist jetzt nicht ganz so niedrig. Im Verhältnis zum EBITDA ist die Gesamtverschuldung im Faktor 4. Das heißt, die Itochu müsste ungefähr 4 Jahre lang ihren EBITDA erwirtschaften, um seine kompletten Schulden auch tilgen zu können. Im Verhältnis zum Eigenkapital ist die Itochu mit dem Faktor 0,8 verschuldet. Das bedeutet, pro 1 Euro Eigenkapital haben Sie einfach 80 Cent Schulden. Positiv anzumerken ist hier jedoch, dass die Verschuldungsquote wirklich rückläufig ist. Wie man links auf der blauen Grafik auch sieht, die Balken gehen schön zurück, das heißt, die Verschuldung sinkt und das gefällt mir erstmal. Ja, wie gut ist die Itochu denn darin, ihre Zinsen auch tilgen zu können? Deswegen betrachten wir den Zinsdeckungsgrad. Der liegt bei 8. Damit ist gemeint, Itochu kann mit dem EBIT mehr als 8-mal die Zinsen locker bezahlen. Ja, bei dem Chart der Zinsdeckung sieht man, dass in den Jahren 22 und 23 der Zinsdeckungsgrad besonders hoch war. Das lag zum einen daran, dass dort die Itochu einen enormen Cost-Trading-Profit erwirtschaften konnte, der deutlich noch über dem Jahr 2021 lag. Und sie haben auch ein Rekordniveau an Beteiligungen erreicht. Deswegen waren die Einnahmen natürlich höher als die Jahre davor. Und dazu kam noch, dass im Jahr 2021 eine Nullzinspolitik in Japan herrschte und deswegen die Zinsen auch weltweit historisch niedrig waren. Die sind ja erst anschließend wieder angestiegen. Ja, die Free Cashflow-Betrachtung, die fließt bei mir auch in die Sicherheitsbewertung mit ein. Denn ein guter Free Cashflow ist halt wichtig, damit das Unternehmen auch Geld übrig hat, um den operativen Betrieb weiter auszubauen, um sinnvoll zu wirtschaften und natürlich um meine Dividenden zahlen zu können. Und vor dem Jahr 2020 war der Free Cashflow viel, viel niedriger als in den Jahren ab 2020. Vor allen Dingen in den Jahren 20 und 21 war er extrem hoch im Verhältnis zu den Jahren davor. Und dann hat er wieder ein bisschen abgenommen. In den letzten 4 Jahren kann man sowas wie einen kleinen Abwärtstrend vermuten. Es bewegt sich aber immer noch auf einem höheren Niveau als in den Jahren vor 2020. Und das ist erstmal kein schlechtes Zeichen. Also hinter die Sicherheit würde ich jetzt einfach mal einen Haken setzen. Das sieht für mich ziemlich solide aus. Das ist nichts, wo man sich jetzt Sorgen machen muss. Aber schauen wir doch jetzt mal, wie die Aktionäre die Itochu so am Markt bewerten und was sie bereit sind, dafür zu zahlen. Deswegen schauen wir jetzt auf die aktuelle Bewertung. Ein Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis liegt hier bei 12.
Das heißt, das Verhältnis des Aktienkurses zum freien Cashflow ist 12-mal so hoch. Aber die Tendenz ist hier auch steigend, das heißt, die Bewertung der Itochu-Aktie am Markt wird teurer. Auch das KGV zeigt eine ähnliche Richtung. Bis zum Jahr 2022 war das KGV immer nur leicht steigend und seitdem ist das KGV echt nochmal enorm angestiegen und liegt im Moment bei 17. 17 klingt erstmal nicht so hoch, aber im Verhältnis zu den Jahren davor ist das halt schon ein hoher Wert für die Itochu. Bis zum Jahr 2022 war das KGV nämlich immer irgendwas bis 5 oder unter 5 sogar. Das hat sogar Warren Buffett erkannt, dass das Unternehmen damals relativ günstig bewertet war und im Jahr 2019 eine größere Itochu-Position aufgebaut und in sein Berkshire Hathaway-Portfolio übernommen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 1,84. Das ist eigentlich noch in einem relativ niedrigen Rahmen. Da habe ich echt schon viel höhere Verhältnisse gesehen. Und der Buchwert an sich, der liegt bei 3.424 Yen. Das sind ungefähr 24,42 € umgerechnet. Und der Substanzwert liegt bei 19,34 € umgerechnet. Ja, der Buchwert sagt ja aus, wie viel Geld den Aktionären nach Verkauf aller Vermögenswerte der Itochu und nach Tilgung aller Schulden der Itochu übrig bleiben würde vom Unternehmen. Und der materielle Buchwert, der zieht zusätzlich noch alle immateriellen Güter ab, wie Patente, Goodwill und Markenrechte. Und der Substanzwert, der liegt bei 19 € und das ist schon ein guter Wert, weil die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen, gerade USA-Unternehmen, hier einen negativen Substanzwert aufweisen. Wenn man alle Werte wirklich abzieht, bleibt da nichts mehr übrig. Das heißt, die Menschen kaufen dort wirklich nur den Kurs und koppeln ihre Kaufsentscheidung an Erwartungen, aber nicht an Fundamentaldaten. Und hier sieht man das auch fundamental, was in der Itochu halt drin steckt. So, die Zahlen der Itochu haben wir ja jetzt gesehen. Jetzt vergleichen wir sie aber nochmal mit den Wettbewerbern. Und hier ziehe ich andere Sogo-Shoshas aus Japan in Betracht, nämlich die Mitsubishi Corporation. Die machen ja nicht nur Autos, sondern das ist ebenfalls ein großes japanisches Handelshaus mit einem breit diversifizierten Portfolio, ähnlich Itochu. Sie haben aber mehr den Fokus auf Energie, Maschinenbau, Chemie, aber auch Lebensmittel- und Finanzdienstleistungen. Also sie sind schon ähnlich. Dann haben wir noch die Mitsui. Das ist ebenfalls ein global agierendes Handelsunternehmen mit starkem Fokus, aber hier auf Ressourcen, auf Energie, Infrastruktur, Chemie und Nahrungsmittel. Und Mitsui wird häufig auch direkt im Vergleich mit Itochu gesehen. Und als drittes noch den Konzern Sumitomo Corporation. Das ist ebenfalls eines der traditionsreichen Sogo-Shoshas und hat eine starke Präsenz im Metallbereich, aber auch Infrastruktur, Mobilität, Lifestyle und Energiesegment. Schauen wir als erstes mal auf die Profitabilitätskennzahlen, vor allen Dingen die Nettomarge. Und hier sieht man, dass Itochu nur auf dem zweiten Platz liegt. Der Gewinner ist hier die Mitsui. Ja, dann die Mitsubishi ist noch ein wenig drunter unter Itochu und die Sumitomo ist hier der schlechteste Kandidat. Das Kapital kann ebenfalls die Mitsui am besten für sich arbeiten lassen, denn der ROIC, der liegt hier bei der Mitsui auch am höchsten, aber die Itochu ist knapp dahinter. Und Mitsubishi ist auf Platz 3 und Sumitomo auf Platz 4. Aber letztendlich sind die Zahlen alle relativ ähnlich, also die sind alle irgendwie ähnlich profitabel. Bei der Eigenkapitalrendite, eigentlich, das Bild kann man 1:1 daneben legen, ist ebenfalls die Mitsui vorne, dann Itochu, Mitsubishi und Sumitomo. Also von der Kapitalallokation sind alle in einem ähnlichen Bereich. Dann schauen wir nochmal auf die Sicherheit und konkret auf die Verschuldung. Wenn wir die Debt-to-Equity-Quote, also das Verhältnis der Schulden zum Eigenkapital betrachten, ist Sumitomo ganz vorne. In dem Fall ist das aber negativ, weil die Sumitomo einfach am stärksten verschuldet ist. Und deswegen ist das hier der schlechteste Kandidat und nicht der beste. Und die Itochu ist hier der starke Gewinner, denn die Itochu ist am niedrigsten verschuldet im Verhältnis zu ihrem Eigenkapital. Mitsubishi und Mitsui liegen so in der Mitte, aber knapp über Itochu. Der Interest Coverage sagt ja nochmal die Zinsdeckung aus, also wie gut das Unternehmen darin ist, die Zinsen auch wirklich tilgen zu können mit dem operativen EBIT, der erwirtschaftet wird. Und hier ist die Mitsui ganz klar vorne. Die Itochu ist auf Platz 3, Mitsubishi auf Platz 2, sind ein bisschen besser als Itochu, also könnten ihre Zinsen noch ein bisschen besser tilgen. Und Sumitomo ist hier der schlechteste Kandidat.
Also aus der Profitabilitäts- und Sicherheitsbetrachtung sind sie wirklich alle ähnlich. Die Mitsui macht hier wirklich auch ein gutes Bild. Also ich hätte jetzt erwartet, dass die Itochu irgendwie auch so ein bisschen der Branchenführer ist, aber die Mitsui, die ist hier in den Vergleichen noch ein bisschen besser. Jetzt schauen wir aber nochmal, wie viel Rendite uns denn die Unternehmen über die letzten 5 Jahre erwirtschaftet hätten, wären wir investiert gewesen. Also, let's go! Und tada! Die Mitsui ist auch hier am profitabelsten gewesen. Mit der Mitsui hätten wir eindeutig die höchste Rendite erwirtschaftet. Und Itochu ist nur auf Platz 2, dicht gefolgt von Mitsubishi, und Sumitomo ist hier der Kandidat mit der schwächsten Rendite. Allesamt hätten uns eine positive Rendite erwirtschaftet. Unser Investment wäre bei all diesen Unternehmen mehr als verdoppelt worden, aber trotzdem wäre Mitsui hier der starke Gewinner. Und weil die Mitsui für mich als Gewinner aus dem Vergleich hervorgeht, habe ich mir die auch mal genauer angeschaut und mal verglichen, was denn da die gröbsten Unterschiede zur Itochu sind und wo das vielleicht dran liegen könnte. Also die Itochu ist ja viel stärker auf Lebensmittelbereiche und Textilien und so weiter konzentriert, während die Mitsui stärker auf Energie, Metalle und auch auf Infrastrukturprojekte fokussiert ist und viel mehr noch als die Itochu halt in diesen globalen Großprojekten wie LNG-Terminals, Industrieanlagen, Rohstoffförderung, wie auch Eisenerz, Öl und Gas investiert ist. Und das sind halt Geschäftsbereiche, die in den letzten Jahren einfach stärkeres Potenzial für Wachstum aufgewiesen haben. Während Itochu mehr in Segmente auch unterteilt ist, die langfristiger, aber die halt weniger schwanken, die stabiler sind. Sowas, was immer gebraucht wird, wie Lebensmittel oder auch Textilien. Da ist einfach die Itochu ein wenig vorsichtiger aufgestellt, aber in den letzten Jahren konnte die Mitsui halt dadurch punkten, dass sie auf diese ganzen Energiethemen auch gesetzt haben. Ja, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch gerne schon mal ein Like da. Und dann machen wir auch schon gleich weiter mit der SWOT-Analyse, wo ich euch nochmal die Stärken, Chancen und Schwächen und Risiken aufzeige, die ich bei der Itochu sehe. Zu den Stärken zählt auf jeden Fall die stabile Ertragslage über die letzten Jahre und auch die Diversifikation in die 8 Geschäftssegmente. Dann der Downstream-Fokus auf endverbrauchernahe Märkte, wie zum Beispiel Family Mart, einfach Dinge des täglichen Bedarfs. Die Finanzkennzahlen sind solide. Sie haben auch hohe Liquiditätsreserven, können eigentlich gut vorsorgen für zukünftige Investments. Sie haben eine sehr marktorientierte Governance und Nachhaltigkeit und ein langjähriges, erfahrenes Management. Und auch Berkshire Hathaway hat Anteile daran, das heißt, sie glauben an das Unternehmen. Das ist für mich auch eine der Stärken, weil das für mich so ein Qualitätsmerkmal ist, da wo Berkshire Hathaway investiert ist, das kann jetzt kein Müll sein. Zu den Schwächen muss man sagen, dass sie in gewissen Segmenten halt Ressourcenabhängigkeiten haben. Die Konzernstruktur ist auch sehr komplex. Sie haben Abhängigkeiten von Partnerstrukturen und Beteiligungen. Die Beteiligungen an sich sind auch richtig komplex und müssen gemanagt werden. Die Innovationsgeschwindigkeit in so manchen Segmenten ist aber begrenzt, zum Beispiel in der Konsumgüter- oder auch in der Textilindustrie. Die Marke Itochu ist nicht wirklich bekannt, die agieren eher so im Hintergrund. Und sie konzentrieren sich auch auf Japan als Kernmarkt, vor allem mit ihren Supermarktketten dort. Aber Japan hat halt auch eine sehr alternde Bevölkerung und deswegen besteht hier auch ein demografisches Risiko auf dem japanischen Markt. Ja, zu den Chancen lässt sich sagen, dass sie Wachstum im Bereich nachhaltiger Energie auch wahrscheinlich erreichen werden. Sie haben mehrere Projekte wie Wasserstoff-Wertschöpfungskettenoptimierung in Europa, großflächige Speicherlösungen und SAF-Well. Und das wirft alles Potenzial ab für weitere Zukunftserträge. Dann außerdem Digitalisierung und Retail-Media, Family Mart und Don Quijote ermöglichen unter anderem auch digitale Daten besser verarbeiten zu können, bessere Datenanalysemöglichkeiten und damit auch neue Werbe- und Vertriebsmöglichkeiten. Und der demografische Wandel kann auch eine Chance sein, denn in der Versicherungsberatung zum Beispiel wird bei einer alternden Bevölkerung natürlich auch mehr Bedarf gesehen für Altersvorsorge und Investmentberatung.
und dass sie auch in Infrastrukturprojekte investieren, wie zum Beispiel Straßeninstandhaltung und den Baustoffmarkt für die Erneuerung von Straßen und anderen Infrastrukturthemen, birgt halt auch eine Chance für die Zukunft, weil davon ja auch viel Potenzial abfallen könnte, wenn viel Bau in den kommenden Jahren auch stattfindet. Gerade wenn man mal so auf Deutschland guckt, wie viele Brücken da gerade saniert werden, und die brauchen auch relativ viele Bauteile. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Ja, zu den Risiken sehe ich in erster Linie erstmal makroökonomische Risiken, zum Beispiel die Zinspolitik, ein schwacher Yen und auch ein schwaches Wachstum in China können halt Beschaffungskosten und Exportmärkte auch negativ beeinflussen. Daneben gibt es aber auch noch geopolitische Risiken, wie Beteiligungen zum Beispiel, die sie auch haben in Russland. Der Ukraine-Konflikt, Nahostkonflikte und so weiter, die können alle das Risiko bergen, dass auch einfach Itochus Geschäfte schlechter laufen, weil sie schlechter Handel in Kriegszeiten einfach führen können. Und außerdem ESG-Probleme entlang der Lieferketten, wenn dort irgendwas passiert, können halt zu Reputations- oder auch zu Finanzschäden führen. Es gibt Wettbewerb durch die Digitalisierung und traditionelle Handelsmodelle stehen halt unter Druck. Klimawandel und Regulatorik ist auch noch ein Risiko für mich, weil man dadurch Druck hat durch auch Carbon Pricing, also einfach auch den Preis von CO2-Ausstoß und so weiter, wo man dann draufzahlen muss, und Offenlegungspflichten im ESG-Bereich, und das kann auch alles irgendwie die Kapitalkosten stark erhöhen. Ja, wie man sieht, ist die Itochu wirklich ein komplexes, großes japanisches Handelshaus, was weltweit tätig ist. Ich hoffe, das habe ich euch in den 2 Videos gut rübergebracht. Schreibt mir gerne auch mal einen Kommentar, ob es euch gefallen hat, und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann gerne warum. Damit bin ich auch schon am Ende meines Videos. Wenn ihr das erste Video zur Itochu verpasst habt, wo ich euch das Geschäftsmodell mal vorstelle und anhand von Beispielen auch Erklärungen dazu liefere, dann schaut gerne mein erstes Video an, wie Itochu eigentlich Geld verdient. Ja, und falls euch ein ähnliches Video wie dieses interessiert und ihr mal schauen wollt, wie gut die Cintas denn so performt, dann schaut euch gerne auch mein Cintas-Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst mir gerne einen Like da und abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.